Okay, also hallo, ich bin der Steven. Ich bin Geschäftsführer New Holland Deutschland. Und heute sind wir in Grimma, Fremdiswald, um genau zu sein. Und wir machen unsere Creator Days, das erste Mal. Ich bin der Dominik. Ich arbeite bei New Holland als Produktspezialist für den deutschen Markt und mache das Produktmanagement für die High Horsepower Traktoren. Das heißt alles vom T5 Autocommand bis hoch zum T8, zu unserem Flaggschiff. Ja, mein Name ist Lukas Kuhl. Einige kennen mich von Pfälzer Agrarvideos, aber hauptberuflich bin ich bei CNH. Die Creator Days, die hier stattfinden, haben natürlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, einen Haufen Einladungen. Ja, so geht's halt zu hier. Ja. Wer hier hupt, ist wahrscheinlich die Tatsch. Die sitzt gerade da auf dem großen Häcksler drauf. Also ich bin die Katharina Köckenberger. Auf Instagram bin eben die Katsch. Das ist der Moritz Bogner, mein Freund. Und nebendran, neben der Katsch, die aus Österreich kommt, die einen coolen Channel hat, sitzt wahrscheinlich die Tanja NH, die gerade irgendwie beim Traktor die Hupe betätigt oder gerade mit der Presse unterwegs ist und sich das anschaut. Wir haben Katja Schnabel da, die kennt man vielleicht aus der Vox-Serie Die Pferdeprofis. Dann haben wir noch ganz viele andere Leute hier, Agrarvideos Schwaben. Ja, und die ganzen Leute, die hier sind, das macht einfach Spaß. Kolmer ist da. Also ich bin der Christoph Kolmer, bin Lohnunternehmer, YouTuber, Instagrammer. Und alle sagen immer Influencer, Influencer, Influencer. Das sind aber keine Influencer, das sind Creator. Landwirt in MV hat sich dazu entschlossen, hierher zu kommen, trotz dass sie richtig viel Arbeit haben. Ja moin, ich bin Hannes, ich bin Landwirt in MV. Also tatsächlich, ich bin Landwirt in Mecklenburg-Vorpommern, daher so ein bisschen der Name. Wir haben hier lauter Techniker da, die wirklich Ahnung von den Produkten haben, technisch wie auch vom Produkt. Normalerweise bin ich technischer Trainer für Precision Farming, also Spurführungssysteme, Isobus und so weiter. Ich mache Trainings für Händler. Die Idee ist so geboren, dass wir eine breitere Zielgruppe ansprechen wollen. Es geht selbstverständlich um Fachzeitschriften, die gelesen werden, aber wir wollen auch diese schnellere Erreichbarkeit auch erreichen. Wir müssen irgendwas machen, was mehr ist als einfach nur eine Art Schulung. Daraus ist dann die Idee entstanden. Wir wollen mehr auf Social Media machen, ganz klar. Aber wie denn? Also ein Post zu kopieren, von was zentral irgendwo ausgedacht ist, das ist nicht unbedingt das, was wir vorhaben. Wir wollten, dass andere über uns reden, was authentisch wirkt. Und so ist das heute entstanden. Und deswegen das freie Programm. Mach einfach, worauf ihr Bock habt. Und wir stellen alles zur Verfügung. Und das hat ein paar Monate her angefangen mit ein ganz junges Team an unserer Seite. Unsere Marketingabteilung habe ich da völlig freigelassen. Und ja, das ist da heute aus entstanden. Ich habe von New Holland die Einladung gekriegt, per E-Mail. Und ich habe dann eben gefragt, ob ich den Moritz mitnehmen darf. Und war kein Problem. Und somit sind wir jetzt da und haben einige Traktoren ausprobiert, getestet. Also die Creator Days, die Einladung habe ich bekommen. Ich war schon sehr überrascht. Ja, ich wurde angeschrieben auf Instagram von New Holland. Ich habe mir gedacht, okay, mal gucken, was das so ist. Hab da erstmal gar nicht drauf geantwortet, um ehrlich zu sein. Hab das so 2-3 Tage vergehen lassen. Ich war wirklich sehr, sehr vorsichtig. Ist das was für uns? Passt das zu unserem Kanal? Machen wir das wirklich? Und haben uns dann aber entschlossen, uns zu sagen, ja, wir machen das. Definitiv. Wir fahren dahin, wir wollen auch Leute kennenlernen. Ja, mach halt einfach mal. Du fährst hierher, um Leute kennenzulernen, ne? Wenn du andere Leute kennenlernst, ist das ein super Ding. Teilweise klar, Maschinen, aber die Leute hinter den Kameras von anderen Kanälen sind ja genauso interessant. Bin ich dabei. Und die Leute hinter New Holland ist ja interessant. Ich finde einfach die Leute cool, die sich da den Arsch aufreißen und da Bock drauf haben. Wir haben viele Leute eingeladen, die nichts mit New Holland zu tun haben, die trotzdem gekommen sind, weil sie das Produkt, aber ich glaube auch vor allem uns kennenlernen wollen.
Wir haben selber auf dem Betrieb leider keine Schlepper von New Holland oder auch keine Maschinen. Und das war jetzt einmal schön, dass wir das ein bisschen ausprobieren haben dürfen. Es braucht sich keiner mehr verstecken. Blödsinn baut keiner mehr. Die sehen auch geil aus, so wie alle anderen Farben auch, meiner Meinung nach. Alle machen sich Gedanken dahinter. Ne? Das ist so. Und smarter wird die ganze Welt. Das wird alles smarter. Und das ist auch das, was du hier siehst, wo die Hersteller eigentlich dran arbeiten. Die Maschinen werden nicht unfassend viel größer, aber sie werden halt intelligenter. Ich bin da gar nicht so markengebrandet. Ich finde es immer viel toller, die Leute hinter den Maschinen zu sehen, egal welche Farbe. Und das haut mich dann immer um, wenn dann wirklich Leute mit Feuer in den Augen das machen. Also Erwartungen habe ich eigentlich nicht viel gehabt, ja, wahrscheinlich durch Corona. Ich habe nicht gewusst, wie es abläuft. Ja, was ist so die Erwartung von uns? Eigentlich alles offen. Wir wollen das erreichen, dass vor allem unsere Eingeladenen, unsere Creator vorhaben. Content zu kreieren, gerade was die sich ausdenken. Videos machen, Fotos machen und dann die Maschinen fahren. Spontan ist immer am besten und hier ist wirklich nichts geplant. Und das ist wirklich eine neue Erfahrung und das gefällt mir so gut. Es formt sich, es ist eine total coole Gruppe von Influencern, die auch untereinander super miteinander verbinden. Ja, also wir sind voll freundlich empfangen worden. War wirklich, es sind alle voll offen. Man hat sich sofort gefühlt, wie wenn du den schon seit Jahren kennst. Du bist auf das Gelände gekommen und es war total entspannt. Alle waren total freundlich, aber auch gleichzeitig so neugierig. Man hat es richtig gemerkt, wie jeder so, oh, was ist das jetzt? Also gestern Abend, wir haben ja angefangen, wir hatten schon ein bisschen Schiss, was da passiert, weil das machen wir zum ersten Mal. So, keiner weiß, wie das so wird und da haben alle einen großen Mut bewiesen, um sowas mal zu erschaffen. Und das ist eigentlich ganz cool. Also das gestern auch beim ersten Abend, der war ja ziemlich locker. Was mir halt gefallen hat, so, das war eine sehr familiäre Stimmung. Also sehr ausgelassen und sehr locker. Mir hat halt gut gefallen, dass es gleich ein bisschen persönlich geworden ist. Also jeder hat sich vorgestellt am Anfang von dem Event und jeder hat quasi seinen Hintergrund oder seinen Kanal oder seine Plattform vorgestellt. Es war am Anfang, hat man es richtig gemerkt, es war immer Respekt. Man hat es so, okay, da ist er, den kenne ich. Im Prinzip haben sie es gut gemacht. Sie haben im Prinzip mit dem Vorstellungsabend angefangen und mit Essen und Trinken. Haben wir bei reichlich Bier die ganze Mission besprochen. Und da hat man immer schon geguckt und sich so beschnuppert. Und am ersten Abend war das aber gleich. Ich fand es einfach faszinierend, wie wir gestern Abend alle zusammengestanden sind, die ganze Truppe sich gemischt hat. Da sind ja wahnsinnig viele dabei, wo ich sage, boah, schön, dich mal zu sehen. Also Unterhaltungen entstanden sind, man sich kennengelernt hat. So, und du kommst ja automatisch beim Gespräch halt abends näher und am nächsten Tag passt die Bindung zu den Leuten. Die Stimmung, die wir hier haben, das ist der Hammer. Im Prinzip triffst du dich mit ein paar Kumpels zum Film. Das ist auch noch nie, oder? Ultra krass, auch wie sich so schnell eine Bindung aufgebaut hat. Weil es ja auch nicht nur um die Maschinen geht, sondern wir lernen uns alle kennen. Und das ist auch immer interessant, weil ja jeder aus einer anderen Ecke in Deutschland kommt. Ganz viele Dialekte. Ja, ganz viele. Ich kann mich meistens zusammenreißen, aber wenn die Dialekte zusammenkommen, dann wird es meistens interessant, ja. Ja, na, es sind alle wirklich voll freundlich und offen. Du interagierst mit anderen Creatoren halt und das glaube ich, macht es auch so ein bisschen aus. Du gehst zum anderen Creator und beziehst den in deine Szene mit ein. Das ist doch cool, macht Spaß. Klar, weil sonst turnt man ja meistens nur allein auf dem Acker rum. Genau. Und das ist für uns ja auch ein bisschen was Neues. Für die Leute ist am interessantesten eigentlich vielleicht auch mal die New Holland-Mitarbeiter kennenzulernen. Wer ist eigentlich New Holland? Man hat ja so die Marken, die man kennenlernt, aber wer steckt dahinter? Weil du siehst halt so die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten an den Maschinen,
wie die mit Herzblut dabei sind. Das ist ja ihre Maschine, die entwickeln da mit und die sind da so mit ihrer Leidenschaft dabei. Das sind ja ihre Babys. Ja, das ist so. Und da leuchten ja richtig die Augen, wenn sie darüber reden. Ne? Und nein, es ist auf alle Fälle schön, dass man mal die ganzen Neuheiten einmal in Ruhe mit den anderen Leuten ein bisschen anschauen kann und auch selber mal fahren darf. Du setzt dich da auf die Karre drauf, ballerst ein bisschen rum und hast Fun. Oh, jetzt hat er Blut geleckt, der Martin. Was der Kader herschmeißen. Voll. Und hast aber auch gleich jeden Spezialisten hier am Start. Sei es für jedes Thema rund um die Maschinen. Also wenn da was ist, fragst den und alle haben da Bock drauf und erklären dir das, damit du auch ein bisschen die Zusammenhänge verstehst. Egal wer hier ist, alle brennen für die Landwirtschaft. Alle. Also ne? Das muss man wirklich sagen, die haben richtig Bock. Und das macht das auch so Spaß. Du kannst dich mit jedem hier über irgendwas unterhalten. Wenn jemand Fragen hat, gehen wir da zusammen dran oder so und haben einfach eine gute Zeit. Meistens wird daraus eigentlich ein total geiler Abend dann mit viel Nerdgelaber. Ich habe Spaß, es wird Spaß gemacht, ein bisschen dumm geschwätzt auch. Immer Vollgas, immer Vollgas. Immer Vollgas. Das gehört dazu, ne? Logo. Ja, und das muss so sein. Es macht dir einfach richtig Spaß und das ist genau, was wir davon erwartet haben. Und das war super. Also man hat einfach seine Klappe aufgemacht und es hat immer gepasst. Also weil alle aus demselben Grund da waren. Ja, es ist einfach eine Atmosphäre auf Augenhöhe für mich. Du gehst hier vorne zu dem Versuch, wo das Bodenprofil aufgebaut ist. Dann kannst du in der Erde rumwühlen, kannst mit jedem drüber quatschen. Das ist so geil. Es ist überhaupt nicht wie auf einer Messe. Es ist eine komplett neue Erfahrung. Also wir sind halt um einiges weniger Leute wie auf einer Messe und es ist schon persönlicher. Die Nähe macht's. Wir sind eigentlich nicht hier, um zu verkaufen, wir sind hier, um uns zusammen Sachen anzuschauen. Es hat eigentlich eher so einen Camp-Charakter. Und das ist wirklich mal was ganz anderes. Sei es für die kreativen Leute, sei es für die Mitarbeiter, die hier am Start sind. Und natürlich die Chefetage auch. Das ist für mich eine super Erfahrung, auch das erste Mal. Ich fühle mich fast alt im Vergleich zu was hier passiert, aber es fühlt sich gerade gut an. Und es ist auch nicht so wie auf der Messe, so Anzugträger, sage ich mal. Also der Vibe ist spontan, worauf wir Bock haben und das wird festgelegt. Großartig. Produkt-Highlights gibt es in dem Sinne vor allem bei unseren alternativen Antrieben. Es gibt jetzt hier in Deutschland das erste Mal vorgestellt ein Traktor angetrieben von Methangas. Serienreif, also das ist kein Prototyp, das ist keine Vorserie, das ist keine Studie. Diesen Traktor kann man heute bestellen und kann man ausgeliefert bekommen in ein paar Monaten. Der ist da. Erneuerbare Energien werden immer wichtiger und ich glaube, dass wir da mit den Methanmotoren den richtigen Weg einschlagen, also definitiv. Und das ist eine von unseren größten Highlights, also ein Traktor, der nicht auf Diesel fährt und auch nicht fahren kann. Also der gibt es nur mit Methangas. Wir haben das Elektroherbizid hier, wir haben den neuen T7 HD hier mit dem Lenkrad, mit integriertem Armaturenbrett. Der hat eine völlig neue Kabine bekommen und auch die ist vor eine Woche in Deutschland angekommen und bis dahin gab es noch keine. Und wir sind froh, dass auch davon 2 Maschinen zur Verfügung stehen. Also zu sagen, die und die Maschine war jetzt mein Highlight, kann ich eigentlich nicht, weil alles für mich neu war. Und auch die Marke, ich hatte vorher nicht so viel Bezug, also es war nicht so auf meinem Radar, weil aus Lauingen, da ist halt so. Ja, also unser Highlight war eigentlich der metrische, der Highlight wahrscheinlich. Ja. Und Gruppert haben wir mit dem T7. Ja, ein Häcksler hat mich noch interessiert, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt noch was häckseln wollen. Ein Häcksel ist eigentlich meine Leidenschaft ein bisschen so. Ja, schauen wir mal, was wir noch machen. Oh ja, was mir noch einfällt, was wirklich ein Highlight war, dass du halt dann mit dem Oberbig Boss von Deutschland, ja, mit dem Steven, kann ich ja sagen, und da hockst du dran und tust was essen oder machst gerade an deiner Kamera was zurück, der hockt sich neben dir hin, so hey, servus, hi, wie geht's dir, ist alles cool? Ja, ja. Und denkst dir, geil, geil. Also das sind ja hohe Tiere, man darf das so sagen, oder? Das ist ja nichts Böses. Also wenn solche Leute sich auch einfach die Zeit nehmen für uns, das ist ja, also ich glaube nicht, dass das so normal ist.
Und das ist wirklich eine geile Sache. Stop that. Yeah, I hear him chat to the noise. Then stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man's keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. Let the girl tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. Ich kann nur eins sagen, ich muss meinem Team danken, das aufzubauen, das hier herzurichten, ist wahnsinnig viel Arbeit. Da hat alles funktioniert, die Organisation, das war halt einfach total super. Und auch eine ganz spezielle Person möchte ich noch grüßen, das ist unsere Linda, die die ganzen Videos hier macht, die den New Holland Deutschland Channel betreut, die Live-Sachen macht, die Stories erstellt. Ja, auf jeden Fall was eine geile Aktion von New Holland. Und ich hoffe, dass das so, keine Ahnung, so ein jährliches Ding wird, dass man sich jedes Jahr hier so trifft. Wie so ein Team, ja, also so eine kleine Family, die sich hier so zusammengewürfelt hat und dann mal losgelassen werden, so zusammen. Und das war eine geile Experience, war cool. Und ich glaube, das fruchtet in Zukunft. Vielleicht machen wir es nächstes Jahr, wäre geil. Vielen Dank, dass ihr euch so lieb um uns kümmert habt. Als abschließendes Wort natürlich, einerseits hoffe ich, dass wir nächstes Jahr das Event wieder haben und dann nicht nur Agrarvideos Schwaben abonnieren, sondern auch Pfälzer Agrarvideos und Pfälzer Agrar auf Instagram mit Glocke, mit allem drum und dran. Und natürlich auch New Holland Deutschland folgen auf Instagram. Immer schön markieren und ja, dann hoffe ich, dass wir hier eine gute Zeit noch haben. Yeah. Also an alle Zuschauer, lasst bitte ein Like da, einen Kommentar, würde mich sehr freuen, wenn da Interesse von euch kommt und ein Feedback. Und wie gesagt, vielen Dank an alle, dass ich da so ein kleiner Teil von so etwas Coolem sein darf. Das ist nicht selbstverständlich. Danke an den Mut und an das Vertrauen der Firma, die hier wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat. Es waren wirklich zwei, drei coole Tage. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen. Ich wünsche euch was. Servus. Das Ergebnis bis jetzt spricht absolut für sich und am Ende des Tages, glaube ich, wird das nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir die Creator Days veranstalten. Deswegen Establish 2021, es gibt ja noch ein paar Jahre danach und es wird mit Sicherheit ein Revival bzw. eine Wiederholung davon geben, ganz sicher.